Ja, hallo zusammen. Willkommen zur zweiten Folge der Let's Play-Reihe Outworld Station, Automation im Weltall, also alles automatisieren. Und in dieser Folge will ich versuchen, unsere Station von Level 2 auf Level 3 abzugraden. Und wie wir das Ganze veranstalten, das seht ihr nach dem kurzen Intro. Ja, und da bin ich wieder. Gut, also wie gesagt, in der letzten Folge habe ich euch ja erzählt, dass das Ganze hier mit diesen Aufgaben zusammenhängt. So, wir sind ja Stationsstufe 2, wir wollen hier auf 3 und für Stationsstufe 3 müssen wir die jeweiligen Unterpunkte abarbeiten. Ihr könnt natürlich auch direkt sagen, wir wählen Stationsstufe 3 und ja, dann könnt ihr die Sachen hier schon vorproduzieren, aber wir müssen ja die verbesserte Produktion freischalten. Das ist der erste Untermenüpunkt. Den brauchen wir, damit wir Nanoplatten, synthetische Diamanten etc. herstellen können, die dann erforderlich sind für Stationsstufe 3. Des Weiteren, ein weiterer Unterpunkt ist diese Artefaktuntersuchung. Ich habe im letzten Teil erzählt, dass ihr unterwegs Raumschiffe findet, die eventuell einen Datenkern in sich haben. Dieser Datenkern, der wird dann in dieser Artefaktgeschichte, in dieser Artefakteinrichtung untersucht und generiert euch Forschungspunkte, die ihr dann später braucht, um eure Drohne ein bisschen stärker zu machen. Mehr Panzerung, mehr Energie etc. Dann ein weiterer Menüpunkt ist der Energiespeicher, sprich Energie. Wir arbeiten am Energienetz unserer Station. Zusätzlich kommt dazu ein Energiespeicher. Und der letzte Punkt in dieser Folge wird Stationsstufe 3 sein. Da will ich jetzt als nächstes hin. Und verbesserte Produktion habe ich schon freigeschaltet. Unter anderem kriegt ihr jetzt eine neue Fabrik, die nennt sich Fabrikatoren. Die braucht ihr für die Nanoplatten. Und ich habe hier schon mal ein bisschen was vorbereitet. Im Grunde genommen war es ein Fehler, weil ich habe die ganze Zeit gemacht und getan und erzählt und getan und gucke so auf meinem Monitor links und sehe, du hast den Aufnahmebutton gar nicht gedrückt. Au weia. Ja. Ich will euch eben kurz erklären, was ich die letzten 15 Minuten so erzählt habe. Und wie gesagt, wir müssten ja hier für die Aufgabe Artefaktuntersuchung ein paar Sachen freischalten. Unter anderem braucht ihr synthetische Diamanten dafür, die ihr dann in einem der Drehdrucker, den ich jetzt zusätzlich mit angebaut habe, produziert. Dieser braucht dafür aber Kohlenstoff. Und Kohlenstoff kriegt ihr aus Graphit. Ich habe zum Beispiel kein Graphit mehr, muss ich erst wieder sammeln gehen. Und da wir zu wenig Kohlenstoff hatten, um das herzustellen, musste ich 2 weitere Schmelzen anschließen. Ich mache das immer in einer Reihe hier. 2 weitere Schmelzen anschließen, die aus Graphit Kohlenstoff produzieren. Weil dieser 3D-Drucker ist nicht der einzige, der Kohlenstoff braucht, denn es gibt noch einen anderen, der Kohlenstoff braucht. Und zwar ist das hier. Der macht daraus einen Verbundswerkstoff. Das ist schon ein bisschen viel Kohlenstoff. Daher musste ich was arbeiten. So, des Weiteren habe ich hier einen Fabrikator hingesetzt, der dann Nanoplatten produziert. Nanoplatten brauchen diese Hüllenplatte, die ich euch erzählt habe. Ihr könnt übrigens die Maschinen alle pausieren. Drückt hier drauf, hört die auf zu bauen. Die braucht Hüllenplatten, die produzieren wir hier im 3D-Drucker. Ich glaube, hier ist das. Und die braucht dafür molekulare Bindungsmittel. Die bekommt ihr auch durch eine Schmelze. Ich habe da eine zusätzliche Schmelze gebaut, beziehungsweise bin ich hier eine Ebene weitergegangen. Eine zusätzliche Schmelze, die aus Silizium molekulare Bindungsmittel herstellt. Die gehen in den Hub und dann in den Fabrikator wie die Hüllendinger. Ja, und dann hat man einen kleinen Energieausfall. Somit musste ich noch ein weiteres Solarpanel hinsetzen. Jetzt momentan steht die Produktion. Und momentan sind im Hub alle Sachen eigentlich, die wir im Moment für die Artefaktuntersuchung benötigen. Und damit drücke ich jetzt auf komplett. Dann ist der zweite Menüpunkt freigeschaltet. Jetzt kriegen wir den Artefaktanalysator. Den brauchen wir. Der schafft diese ganzen technischen Verbesserungen für unsere Drohne. Ihr kriegt immer von der Nova Corp Headquarter immer die Erklärung, was der macht. Ihr kriegt auch spezielle Videos, wie das produziert wird und so weiter.
Und wir müssen jetzt die Station weiter ausbauen. Das ist das, was ich gerade erzählt habe. Ihr kriegt Videos dazu. Ihr seht, hier ist ein Raumschiff, das ist verlassen. Der hat einen Datenkern. Den müssen wir mitnehmen und zur Station karren, da in diesen Artefaktor reinpacken und der generiert nach einer gewissen Zeit Forschungspunkte. Ihr seht, 5 Minuten dauert das ungefähr. Und die könnt ihr dann hier oben verteilen. Das ist das, was wir jetzt machen. Wir bauen jetzt diesen Artefakt. Komisches Ding da. Aber dazu muss ich, glaube ich, noch eine Ebene höher gehen. Wir sind hier zu kurz. Wie viel Platz habe ich denn noch in der Drohne? Dann guck. Ich habe 57 Teile. Ich brauche Verbundswerkstoffe. Und wir müssen die hier erstmal abreißen. Also sprich R verkaufen drücken. Den gehen wir auch weg. So, und dann müssen wir wieder bauen drücken. Jetzt gleich nehme ich wieder die Energie weg. Wir gehen nochmal 3 Felder weiter. So, die Energie, beziehungsweise muss ich jetzt nach die hier hingehen und nach hier hingehen. Wir brauchen wieder die Energie. Wir setzen jetzt 3 Stück hier hin. 3 Solarpanels. Oh, können Sie sich nicht leisten? Warum? Weil ich kein Gold habe. Gold holen aus dem Lager. Haben wir ein paar Barren. Gold wird hier hingeholt. So. Hier dran setzen. Die sind nicht ausgerichtet. Das habe ich euch im letzten Teil erzählt. Ihr müsst die auf 100% ausrichten. Dann sind die am effizientesten. 95% ist jetzt aber auch nicht erst schlimm. Das ist 100. Und linke Maustaste gedrückt hat ein bisschen leicht in diese Richtung. So. Jetzt kommt hier dieser Ebene das Ding hin, was ich gesagt habe. Den findet ihr unter allgemein. Den Artefaktanalysator. Der kommt hier hin. Der frisst eine Menge Energie. Der steht jetzt hier und wartet darauf, dass wir ihm einen Datenkern bringen. Und wir müssen das erstmal suchen. So, wir haben ja hier schon ein bisschen was gemacht. Wir haben ja hier in der letzten Folge... wir werden angegriffen. In der letzten Folge habe ich euch ja schon erzählt. Da sind auch Feinde. Jetzt werden wir ein bisschen gucken. Da ist Titanerzknoten. Da kommt eine Mine drauf später. Komm, wir machen mal eben das Ding weg. Mit E schaltet ihr die Drohne in den Kampfmodus. Einfach zielen und schießen. Boom, gut. Ab und zu lassen sie was fallen, ab und zu nicht immer. So, wir müssen aber jetzt hier so ein... Das ist auch ein Titanerzknoten, ne? Wo ist die? Die schießt auf mich. Oh, Energie ist ganz schön knapp. Beziehungsweise unser Schutzschild. Der regeneriert sich aber. Da braucht er keine Sorge haben. Wir müssen etwas suchen, wo ein Datenkern drin ist. Ein Flugzeug, ein Raumschiff, was abgestürzt ist. Ein Alien-Raumschiff. Ihr könnt mit F-Taste oder M-Taste die Map aufrufen. Hier seht ihr Pfeile, hier seht ihr Asteroiden, hier seht ihr, ja, was hier in eurem Umkreis so ist. Wir sind momentan hier. Ne, hier ist unser Hub. Wir sind hier. Hier ist der eine Knoten, den ich gerade freigeschaltet habe, bis ich gesehen habe. Da ist auch was. So, hier ist die Frachtcontainer. Beziehungsweise die eine Geschichte, die ich im ersten Teil so ein bisschen abgeschlossen habe. Wir brauchen jetzt einen Datenkern. Ich will mal gucken, ob ich einen finde. Es heißt nicht, dass immer einer da ist. Da ist ein Raumschiff. Aber dazu müssen wir erstmal die Feinde wegmachen. Kampfmodus, Attacke. So, einen haben wir weg. Da ist der zweite. Das sind noch leichte Feinde, Leute. Ihr könnt den nämlich den Torpedos ausjagen. Ausweichen, nicht ausweichen. Die abschießen. Ihr seht, die sind ziemlich langsam. So, freigeschaltet. Hat der einen Datenkern drin? Nein, hat er nicht. Der hat einen kleinen Kraftstofftank drin. Beziehungsweise müssen wir den haben, um das hier zu öffnen. Ihr seht, hier ist ein Schloss vor. Der Schiffswrack haben wir gefunden, da ist ein Schloss vor. Ihr braucht das, um den Laderaum freizuschalten. Was dann da drin ist, das weiß ich nicht. Das heißt, wir brauchen einen kleinen Kraftstofftank. Da sind wir aber noch nicht so weit. Hier ist auch noch was drin. Hier ist ein kleiner Frachtcontainer, alles mitnehmen. Die ganzen Teile von dem Raumschiff könnt ihr mitnehmen. Also die ganzen Schrottteile hier. Die machen daraus Titanerz. Machen wir nehmen alles hier mit. Alles, was geht. Mehr geht nicht. Ihr seht oben auf der Map, da oben links steht Hub. In dieser Richtung befindet sich euer Hub. Und da fliegen wir jetzt hin. So.
schmeiß mal das Zeug mal eben kurz in die Schmelze. Übrigens muss ich noch eine Aufgabe wählen. Als nächste Aufgabe habe ich ja den Energiespeicher gesagt. Huch. Da ist noch diese Plasma-Ding, dieses... Komm, wir schalten das aus. Das stört mich die ganze Zeit schon. Die sind genauso lahm. Die Feinde werden irgendwie immer stärker. Bleiben nicht die gleichen Feinde. Also ihr wisst ja schon ein bisschen Arbeit. So, hier ist so eine kleine Station. Wir reißen hier alles ab. So ist dann dieser Erzklumpen freigeschaltet. So, was ist hier drin? Hier sind Frachtcontainer, da ist Computer drin. Da ist molekulare Bindungsmittel und da ist auch ein Computer und synthetische Diamanten drin. Und hier ist auch noch was. Das ist ein kleiner Antrieb drin, den brauchen wir auch später für Schiffe. Ihr produziert später selber Schiffe. Eine Leiterplatte, das sind alles Sachen, die wir im Moment nicht brauchen. Hier ist, den können wir mal mitnehmen, den brauchen. Der ist groß. Nehmen wir euch alle auch mit. Die Schmelze muss was zu tun haben. So, ab geht's. In die Schmelze. Wir können den nächsten Punkt freischalten. Den Energiespeicher. Zack, freigeschaltet. Jetzt können wir den Energiespeicher machen, der überschüssige Energie speichert. Upgrade Energiespeicher. Wir haben Energiespeicher. Mit Energiespeicher können Sie die von der Station produzierte überschüssige Energie speichern. Bei einem Stromausfall. Bla bla bla. So, Energie. Da ist er. Ne, Energie. So, da ist er. Hier ist der Speicher. Dafür brauchen wir Faseroptik und Hüllenplatten. Noch. Die haben wir. Faseroptik. Haben wir hier noch. Ich würde euch zum Beispiel empfehlen, baut vielleicht so ein Abteil oder eine Sektion, wo ihr ja euer Lager hinpackt. Euer Lager. Ich packe den gerne hier so eine Ebene höher. Und da packe ich jetzt Lager dran. Wir haben hier unter Allgemein nämlich ein Lager, da könnt ihr die ganzen Sachen zwischenspeichern, die ihr unterwegs findet. Dann müllt eure Drohne nicht so zu. Die packen wir alle dazwischen. Computer und die Leiterplatten und so weiter. Den Rest, den brauchen wir. Den brauchen wir zum Bau. Aber hier ist das Lager. Ein Lagerding, Lagerknoten. Und wir sind jetzt aber hier in der Energie. Ich wollte etwas bauen, und zwar Energie. Den Energiespeicher. Der kommt hier hin. Der speichert jetzt überschüssige Energie. Und wenn das Ding irgendwie Stromausfall hat, springt der ein. So, neue Aufgabe. Letzte Aufgabe dieser Folge. Wie soll es anders sein? Station Stufe 3. Für diese brauchen wir Nanoplatten, 15 Stück, verstärkte Rahmen. Die Produktionslinie habe ich noch nicht. Und synthetische Diamanten, die hatten wir. Das heißt, wir brauchen eine neue Produktionslinie für verstärkte Rahmen. Da hier die Fabrikator-Produktionslinie ist, werde ich die auch hier weiterführen. Das heißt, wir gehen mal ein bisschen in die Richtung. Wir müssen jetzt einen Fabrikator bauen. Produktion, Fabrikator. Und der macht uns verstärkte Platten. Dafür brauchen wir die Rahmen und diese molekularen Bindungsmittel. Die produzieren wir ja hier. Ne, hier. Die brauchen wir aber auch für die Diamanten. Ne, Diamanten war das nicht. Für die Nanoplatten brauchen wir die. Die ja gar nicht produziert gerade. Ich habe die Anlage aus. So, wie viel? Wir haben 407 da. Im Moment muss ich nichts neu aufbauen. So, und du machst mir hier verstärkte. Ihr müsst wieder Verbindung aufbauen zum den und wieder zurück. Damit kommt das alles dahin. Der braucht wie die verstärkten Rahmen. Und wir gehen jetzt mal ein bisschen weiter suchen, ob wir irgendwas finden, wie wir ein Raumschiff knacken können. Aber ich muss erstmal ein bisschen Ärzte sammeln. So, ihr merkt, das Ganze wird immer komplexer. Und ich kann euch jetzt schon sagen, mit Stufe 4 wird es noch komplexer. Und das werden dann so nach und nach immer längere Folgen werden. Ich meine, diese Folge ist ja jetzt auch schon wieder bei fast 20 Minuten. Ich mache die aber ein bisschen kleiner. Ich kürze die. Und ich will versuchen, da immer anständige Let's Plays rauszumachen. Das ist bei so einem Automatisierungsspiel nicht gerade so einfach. So, wie gesagt, werden noch 8 versteckte Rahmen benötigt. Und hier
Habe ich euch ja gesagt, Titanerzknoten, das könnt ihr Minen drauf bauen. Die müssen selber einen eigenen Energiekram haben und so weiter. Aber das erzähle ich euch dann im nächsten Teil, weil da werden wir nämlich dann dahin kommen. Hier ist auch eins. Da sind wieder diese komischen Dinger auch. Das ist auch ein Raumschiff. Vielleicht haben wir da Glück. Warte mal, ich muss da ein bisschen... Ich habe von zwei Seiten angegriffen, oder wie? So ist es. So, das heißt, wir müssen hier ein bisschen freikämpfen. So, ihr könnt, wie gesagt, habe ich euch ja gesagt, ihr könnt hier ein bisschen ausweichen. Jetzt werdet ihr natürlich verfolgt. Kampf der... Oh, von allen Seiten werden wir hier beschossen. Aua. Da kommt ja noch einer. Wo kommst du denn her? Au. Ihr müsst aufpassen. Ihr erscheint natürlich als neue Drohne. Es ist nicht so, dass das Spiel dann vorbei ist, wenn ihr versterbt. Aber wir wollen ja versuchen, nicht zu sterben. So, jetzt habe ich nur noch einen Feind. Wie gesagt, die Feinde werden stärker. So, hier ist glaube ich, ein Raumschiff, ne? Und hier sind ein paar Teile, die wir sammeln können. Frachtcontainer liegen hier rum. Wir plündern das Teil. So, und er braucht Faseroptik dafür, um den Frachtraum freizuschalten. Die haben wir. Wir haben die im Inventar. Ihr müsst sie dann einmal rüberziehen. Aber erstmal gehen wir den hier platt machen, weil der stört hier. Du störst. Ich bin Schatzsucher. Ich darf hier hin. Habe ich euch ja gerade schon erzählt. Schloss vor. Ihr geht da hin. Rüberholen. Dann öffnet sich der Laderaum. Und da ist Datenkern drin. Und den nehmen wir mit. Der Datenkern geht zur Station, zum Hub. Da ist übrigens auch noch was. Mein Gott, sind hier viele Feinde. Den nehmen wir mit. Den analysiert er mir und macht mir daraus einen Forschungspunkt. Aber ich bin weit geflogen, ne? Ich bin weit geflogen. Da kommt er rein. So, wird untersucht. 5 Minuten dauert eine Untersuchung. Und da gibt es Punkte. Gut. Ja, das ist eigentlich das, was ich euch hier so ein bisschen am Anfang erzählen wollte. Interessant wird es jetzt in den nächsten Teilen. So ab Teil 3, Teil 4 und so weiter. Weil dann werden diese Let's Plays verflucht lang werden, meiner Meinung nach. Weil im nächsten Stationsstufe 3, dann machen wir jetzt mal, wir schalten jetzt mal frei. Stationsstufe 3 freigeschaltet. Und somit sind alle Punkte dieser Mission abgeschlossen. Unsere Station ist jetzt Stationslevel 3. Was mich so ein bisschen stört, was hier auch cool gewesen wäre in diesem Spiel. Und ich hoffe, der Entwickler arbeitet dran. Dass sich die Station ändert. Dass man sieht, dass man was gemacht hat. Wir haben jetzt neue Technologien, die wir freischalten müssen. Und neue Teile. Und ihr könnt dann in der Aufgabe, geht das Ganze wieder los. Seht ihr, Stufe 3 sind wir. Und in der nächsten Folge will ich dann versuchen, Stufe 4 zu erreichen. Wir brauchen dann die einfache Datenverarbeitung. Hier werden Leiterplatten und Computer hergestellt, eine automatische Erzgewinnung. Und das ist das, was ich gerade erzählt habe mit den Minen. Einfache Schiffsbauweise, weil dann geht's los in Richtung Schiff. Ihr müsst kleine Schiffswerften bauen und Schiffe produzieren. Diese Schiffe, ja, sind aber irgendwie als Auftrag gedacht. Die könnt ihr nicht selber nutzen, komischerweise. Ich weiß nicht warum, aber ist so. Und dann gehen wir in Stationsstufe 4. Aber das ist alles für die dritte Folge geplant. Ja, mir bleibt nichts anderes zu sagen, als danke, dass ihr wieder mal zugeschaut habt. Es, ja, sind wieder ein paar Minuten geworden. Und das interessant wird es jetzt so ab dem dritten Teil. Und ich würde mich freuen, wenn ihr zuschaut. An der Stelle wieder ein Dankeschön. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst mir doch ein Like da. Abonniert doch den Kanal. Oder kommentiert doch. Vielleicht hat ja jemand irgendwelche Vorschläge für mich. Ich bin auch neu im Spiel. Vielleicht weiß jemand mehr. Da, das ist übrigens ganz neu, Meteoriteneinschlag bevorstehend. Das erzähle ich euch aber im nächsten Teil. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Teil, macht's gut, euer Caddy, ciao.